Hier ist Ray und jetzt geht es um das K98 im Kaliber 8 mm IS bzw. 792 x 57 Mauser. So, als dynamischer Schütze würde ich zuerst auf das Gewicht der Waffe eingehen. Wie typisch für diese Art von Waffen ist das Gewicht etwas höher als bei moderneren Gewehren und damit ist das Schießen aus dem Stand bzw. das unaufgelegte Schießen etwas schwieriger. So, ich fange wieder vorne bei der Waffe an. Hier ist eine Mündungsabdeckung aufgebracht. Diese entfernen wir, indem wir sie gegen den Lauf drücken und zur Seite wegdrehen. Die Abdeckung ist ganz simpel dafür da, um die Waffe vor dem Verschmutzen zu schützen. Dann kommen wir gleich dahinter zum Reinigungsstab. Dieser kann einfach mit Kraft rausgezogen werden. Genau, dann haben wir dahinter die Bajonettaufnahme. Leider habe ich kein Bajonett zur Verfügung, um das vorzuführen. Das würde dann wahrscheinlich in einem zweiten Teil mal kommen. So, dann mit dem zweiten Schaftring haben wir eine Gurtaufnahme auf der linken Seite. Leider habe ich hier den Gurt auch noch nicht für. Dieser ist ein spezielles Modell für diese Waffe. Anders als bei anderen Gewehren seiner Zeit hat das K98 keine Aussparung für die Finger im unteren Schaft. Die Visierung lässt sich auf 2000 Meter hochstellen für den absoluten Präzisionsschützen oder für das indirekte Schießen in Menge. Und ich persönlich bin ja nicht der größte Fan dieser Art von Visierung. Und zwar haben wir ein Dachkorn und eine V-Kimme. Auch wenn die Präzision damit wahrscheinlich am größten ist. Für mich persönlich sind diese schwieriger aufzunehmen. Daher sind diese nicht meine persönliche Präferenz. So, die Position der Kimme ist relativ mittig gehalten. Damit wird die Visierlinie etwas kürzer als bei sportlichen Varianten oder wie beispielsweise beim Enfield, wo eine Lochkimme hinten auf dem Gehäuse angebracht ist. So, dann kommen wir zur eigentlichen Mechanik der Waffe. Ein ganz ordinärer Repetierer. Wir haben einige Features, die nicht unbedingt alle Repetiergewehre haben, vor allem nicht in der Zeit. Und zwar bei leerem Magazin blockiert der Verschluss beim Schließen. Das heißt, der Schütze weiß schnell, dass die Waffe leer geschossen ist. Jetzt können wir hier mit zwei Methoden laden. Einmal natürlich die Kugeln einzeln laden oder eben per Ladestreifen 5 Schuss in einem Zug einbringen und dann können wir die Waffe auch wieder schließen. So, zu den Ladestreifen muss man noch sagen, dass wenn diese eingebracht sind und die Munition komplett in das Magazin eingelassen ist, können wir ohne das Entfernen des Ladestreifens mit einem Ruck den Ladestreifen entfernen. Jetzt hoffe ich, dass ich mir den Finger nicht klemme bei der Aktion. So, und können uns dabei nochmal eine Sekunde sparen bis zum Schuss. Für das Laden des Ladestreifens gibt es hier auch extra eine Aussparung, wo der Daumen reinpasst, dass das alles gemütlicher ist. Wenn wir die Waffe trocken schließen möchten, dann müssen wir den Magazinzuführer runterdrücken und können den Verschluss wieder schließen. Dann eine Sache, die ich entdeckt habe, die auch sehr wenig online beleuchtet wird, ist, dass man das K98 quasi ghost-loaden kann, geisterladen kann, je nachdem, wie man es bezeichnen möchte. Das heißt, wir können über die eigentliche Kapazität von 5 Schuss hinaus eine weitere Kugel laden, indem wir die 5 Schuss, die im Magazin sind, runterdrücken beim Schließen. Wir schließen den Verschluss leicht und dann laden wir die 6. Kugel direkt in die Kammer und haben dann 6 Schuss geladen. Zum Laden möchte ich die Original Magazintaschen nochmal etwas beleuchten. Das ist, finde ich, auch sehr interessant. Falls man Lust hat, sehr speziell zu einem dynamischen Match zu gehen, wie zum Beispiel die Brutality Matches, kann man die Original Magazintaschen beispielsweise am Gurt befestigen. Und der nächstbeste Trick ist, dass man diese sogar auf 4x2 Molle-Schlaufen anbringen kann. Das heißt, man könnte die Magazintaschen, oder wie man hier sehen kann,
Die Magazintaschen kann man tatsächlich einfach an modernen Molle-Systemen anbringen und hat dann 6 Ladestreifen zur Hand. Das heißt, pro Tasche haben wir die Möglichkeit, 2 Ladestreifen einzubringen. Und mit dem Öffnen der Magazintasche können wir das Entnehmen des Ladestreifens relativ einfach bewerkstelligen. So, das System spannt beim Öffnen der Waffe. Das heißt, wenn wir den Verschluss öffnen, dann wird der Bolzen gespannt und beim Schließen wird dieser eben einfach nur hinten gehalten. Dann kommen wir zu etwas, was diese explizite Waffe angeht, aber auch generell etwas ein Thema ist. Und zwar ist das Ganze nicht mehr das solideste System, einfach weil die Waffe schon so häufig geschossen wurde, dass die Verschlusswarzen etwas runtergerieben sind. Und dann kommen wir zu dem Punkt, was man sich nicht unbedingt vorstellt, aber was normal ist, dass natürlich, wenn der Verschluss hier im hinteren Gehäuseteil gehalten wird, dass da nicht alles ganz fest gehalten wird, was aber eben auch nicht notwendig ist. Genau, also alles ein bisschen wackelig. Die Sicherung ist auch etwas anders, als man das modern gewöhnt ist. Wir haben also das hier ist der Sicherungshebel. Auf der linken Seite ist entsichert, das heißt, wir können die Waffe komplett bedienen, wie vorgesehen. In der Mitte, wenn die Waffe jetzt gespannt wäre, das ist wichtig für die Sicherung, diese lässt sich quasi nur bedienen, wenn die Waffe gespannt ist, weil der Sicherungshebel quasi in eine Nische in dem Bolzenträger einrastet. Das heißt, in diesem Zustand, die Sicherung nach oben, können wir nicht mehr abdrücken, aber wir können den Verschluss noch bedienen. Und dann haben wir die rechte Seite, wo der Verschluss komplett gesperrt ist. Das heißt, wir können die Waffe gar nicht mehr bedienen. Damit ist noch ein guter Punkt, das ist zwar kein Ladeindikator, aber der Bolzenträger kann eben als Indikator dienen, ob die Waffe zumindest schussbereit ist. In Kombination natürlich mit der Sicherung, die auf der linken Seite stehen muss, dass man weiß, dass der Bolzen auch nach vorne schnellen kann. Wenn wir die Waffe nicht trocken abschlagen wollen, dann können wir den Verschluss einmal öffnen. Wir drücken den Abzug und führen den Verschlusshebel nach vorne und nach unten. Dann schnappt er auch unter dem Federdruck des Bolzens einfach runter und die Waffe ist entspannt. Ein kleiner Exkurs zur Reinigung der Waffe bzw. zum Prüfen des Verschlusses haben wir hier an der Seite den Zerlegehebel. Den drücken wir nach außen und können dann den Verschluss entnehmen. Hier sehen wir auch, wie der Abzug funktioniert. Ganz interessant. Und zum Einsetzen setzen wir den Verschluss einfach wieder in die Führung ein und geben dem einen Ruck nach vorne und dann ist das wieder fest im System. Dann möchte ich noch auf die englische Methode des Schießens zurückkommen, das Mad-Minute-Style vom Schießen. Dies ist mit dieser Waffe schwierig, da der Verschlussbolzen relativ weit vorne sitzt und man beim Versuch des Abzugsbedienen mit dem mittleren Finger weiter nach hinten gehen muss. Daher ist das Ganze im Anschlag etwas ungemütlicher als mit den englischen Modellen, aber auf jeden Fall möglich. So, dann für das trockene Üben, wenn man dann entweder, also ich habe jetzt keine passenden Snapcaps für die Waffe gefunden, da können wir dann eben mit den verschossenen Patronen arbeiten, vor allen Dingen, weil die Waffe die Hülsen nicht wirklich zerstört. Damit kann man dann relativ gut üben. Was auch eine Sache ist, dadurch, dass eben der Verschluss blockiert, wenn der Magazinzuführer in der oberen Stellung ist, dann können wir diesen quasi einfach entfernen, indem wir den Magazinboden entnehmen. Hierzu müssen wir mit einem Stift arbeiten. Da ist der Stift. Wir drücken hier den Knopf in der Magazinbodenplatte ein und geben gleichzeitig Druck zum Abzug hin nach oben. Vielleicht müsste man dort auch mit einem Gummihammer nacharbeiten, je nachdem wie steif das ganze System ist. Dann kriegen wir hier die Bodenplatte mit der Feder zusammen und dem Zuführer aus dem System.
Und dann können wir nach Belieben quasi das Laden durchgehen. Genau, das ist für die Trockenübung ganz praktisch. So, und beim Zusammenbauen geht das alles super einfach. Wir führen einfach das ganze Ding wieder ein. Vorne haben wir eine Kralle, die müssen wir dort einrasten lassen. Und hinten drücken wir das Ganze auf und schieben das nach vorne. Und dann, das war jetzt echt viel zu schwer. Und dann funktioniert das Ganze wieder. So, dann kommen wir zum Abzug. Wir haben hier weichen Spiel. Wir kommen an die Wand. Danach nochmal eine relativ weiche Bewegung und dann bricht der Schuss sauber. Sehr weich, Wand. Leichtes Spiel und dann ein sauberer Bruch. Ist keine Matchqualität, aber dennoch verzieht man damit nicht. Dann kommen wir zur hinteren Gurtaufnahme. Hier wird der Gurt quasi einmal durchgezogen und festgemacht. Gleich danach haben wir den Zerlegering für den Bolzen. Beim Auseinandernehmen der Waffe brauchen wir ja nicht nur einige Werkzeuge, aber brauchen wir vor allen Dingen ein Werkzeug, um den Bolzen gekonnt auseinanderzunehmen. Und dafür sind diese Scheiben hier im Schaft eingelassen. Und dann ganz unspektakulär ist die Schaftkappe, genau, einfach nur ein Blech aufgeschraubt. Und das war's. Ja, was diese und einige andere Waffen angeht, diese sind von den Sowjets einmal ins Inventar aufgenommen worden. Das sieht man an 3 Dingen hauptsächlich. Zum einen wurde der Schaft überarbeitet, dadurch hat er diesen rötlichen Schimmer und man sieht auch an den Abplatzungen darunter das ursprüngliche Holz. Dann haben wir natürlich das sowjetische X. Auf dieser Waffe ist es etwas verrutscht aufgebracht. Und dann haben wir natürlich noch die Nummer des Gewehres elektronisch eingraviert, sehr krude. Und das ist auf den Bauteilen überall aufgebracht, sowie einen Druck im Schaft selbst. Das K98 ist wirklich ein schönes Gewehr. Der Mauser-Mechanismus, ja, weltweit kopiert, häufig kopiert, auch immer noch im Gebrauch. Die Munition, ja, gibt's auch noch reichlich, vor allen Dingen für jagdliche Zwecke. Und ja, der Rückstoß ist angenehm. Wenn man die Waffe richtig schultert, dann, ja, dann ist der Rückstoß auch seicht, würde ich sogar sagen. Und das Ganze ist eine sehr spaßige Angelegenheit im Gesamten. Und da muss ich noch dazu sagen, was das Rückstoßgefühl angeht, als Nicht-Linksschütze, wenn man die Waffe links schießt, dann, ja, wenn einem da quasi das Training fehlt, wenn einem da die jahrelange Übung fehlt, die Waffe vernünftig links in den Anschlag zu nehmen und auch tief in die Schulter zu ziehen, dann, ja, wird einem da die Schulter grün und blau geschlagen. Und genauso mit dem Mad Minute Style Shooting, wenn man die Waffe nicht ganz unter Kontrolle hat und halt durch das schnelle Schießen die Waffe auch ein bisschen nach vorne nimmt, also eben, ja, die Waffe eben nicht richtig in der Schulter sitzt, dann kommt es da schon zu blauen Flecken. Aber ansonsten, ja, ein absoluter Spaß. Es freut mich, dass du das soweit geschafft hast. Ich würde mich freuen, wenn dir das Video gefallen hat, einen Like dazulassen. Und wenn du sehen möchtest, wie ich die Waffe auseinandernehme, beziehungsweise ähnliche Videos in Zukunft, dann abonniere den Kanal. Ciao.